Lichtblicke, das fällt mir wirklich schwer angesichts der Situation. Ich könnte jetzt sagen, dass Europa oder dass die liberalen Demokratien geschlossen geblieben sind, dass wir auch eine so große Mehrheit in den UN hatten, oder ich könnte auch auf den Umgang mit den Geflüchteten hinweisen. Aber selbst da gibt es ja Ausreißer, selbst da könnte es besser sein. Und davon abgesehen sind das ja auch die adäquaten Reaktionen auf diesen Krieg, auf diese Aggression. Also ich finde bemerkenswert, als klar war, dass es diesen Angriff gibt, wie viele Menschen in der Ukraine und wie schnell in die Verteidigung ihres Landes gegangen sind, in die unterschiedlichen Möglichkeiten. Und das ist ja etwas, was sich bis heute gehalten hat, diese Geschlossenheit der Gesellschaft, obwohl die Situation für sie ja auch gerade wegen den gezielten Bombardierungen von Infrastruktur, von Umspannwerken, so dass die Menschen eben in der Kälte sitzen, wenig Strom haben oder nur zu bestimmten Zeiten, da eben in dieser Ermüdung trotzdem geschlossen zu bleiben und überzeugt zu bleiben, das finde ich das Bemerkenswerte. Ja, diese Waffen sind aktuell die einzige Möglichkeit, um dem russischen Angriffskrieg Einhalt zu gebieten. Wir haben ja die Situation, dass im russischen Staatsfernsehen Frieden in Verbindung gebracht wird mit der Vernichtung der Ukraine. Also wir haben keinerlei Abkehr von diesem Aggressionskrieg und man kann diesem Regime, diesem Herrscher Wladimir Putin nur durch Waffen Einhalt gebieten. Er ist ja angetreten, tatsächlich mit dem Glauben, mit Russland schnell eine Friedensverhandlung, eine Lösung hinzubekommen. Also den Krieg gibt es ja eigentlich seit 2014 und hat eben lernen müssen, dass dort keine Bereitschaft da war und hat dann angesichts dieser Invasion eben gezeigt, dass hat eine Stärke gezeigt, die man so vorher nicht von ihm erwartet hätte, indem er geblieben ist, indem er aber jetzt auch auf der Langstrecke durch die Kommunikation sowohl mit den eigenen Menschen, aber auch durch die Kommunikation mit dem Ausland, wo er sich eben die Unterstützung holt, die das Land ja auch dringend braucht in dieser Selbstverteidigung. Also hat da gezeigt, dass er eben diese Führungsstärke tatsächlich hat. Langfristig gehört die Ukraine sowieso schon immer zu Europa. Sie ist ein großes europäisches Land und in dieser partnerschaftlichen Anbindung ist eben das Potenzial einfach da, um gemeinsam Dinge zu entwickeln. Stichwort alternative Energien, Windenergie, grüner Wasserstoff. Aber wir sehen es ja auch ganz konkret bei dem, was die Geflüchteten mitbringen, wie eben virtuell Unterricht stattfindet oder wie digitalisiert die ukrainische Verwaltung ist, dass eben Menschen auf der App ihres Mobiltelefones eine Art und Weise der funktionierenden Verwaltung haben, wie wir sie uns in manchen deutschen Städten, ich selbst wohne in Berlin, wünschen würden. Die Voraussetzung für Friedensverhandlungen ist, dass Russland seine Truppen vom ukrainischen Territorium zurückzieht. Zumindestens bis zu der Situation vor dem 24. Februar 2022. Eine solche Situation ist aktuell leider nicht da. Im Gegenteil hören wir in den russischen Staatsmedien, dass Frieden nur möglich sei bei einer Vernichtung der Ukraine. Also das ist nach wie vor die erklärte Absicht. Aber weil auch in den inzwischen schon ja besetzten Gebieten von Russland noch mal mehr seit 2014 ein Terrorregime herrscht, also wo eben Menschen verschwinden, gefoltert werden, ist auch eine andere Lösung nicht möglich, weil die Ukraine kann nicht eigenes Territorium in russischer Hand lassen, wo ständig massive Menschenrechtsverletzungen stattfinden. Der eine kann Geflüchteten eine Unterkunft bieten, der andere kann zu der Information darüber beitragen, dass die Ukraine eben schon immer ein eigenständiges Land war. Es gibt Professoren, die eben mit Vorlesungen dazu beitragen. Timothy Snyder kann ich empfehlen im Internet über die Geschichte der Ukraine. Der dritte beschäftigt sich mit humanitärer Hilfe. Also das ist sehr individuell, was jeder für sich tun kann.